Dieter, Sie haben vor einigen Jahren eine Nahtoderfahrung erlebt. Wie kam es dazu? Ja, das war genau am 25. April 2013. Das war eine sogenannte Schlafapnoe. Manche sagen auch Apnoe, aber Apnoe ist richtig, kommt aus dem Griechischen. Das ist ein Atemstillstand, der dauert ungefähr 30 Sekunden bis 2-3 Minuten. Und das ist bei mir zu Hause passiert im Schlafzimmer. Was war die Folge von diesem Atemstillstand? Ja, die Folge war die, dass ich dadurch diese Nahtoderfahrung hatte. Und die spielte sich so ab, ich wusste nicht, wo ich war. Es war hell, pastellfarben, freundlich. Ich kann noch nicht mal sagen, ob Wände da waren oder nicht. Auf jeden Fall eine abstrakte Atmosphäre, also keine Landschaft. Und dann stand diese Bekannte da, die Laura, und die sah super aus. Die ist ja damals gestorben mit 47 und sie sah aus wie 28, 30, hatte ein weißes Gewand an und war barfuß. Und da musste ich so lachen, es hat mich richtig geschüttelt vor Lachen, weil sie im Leben sowas nie getragen hätte. Die hatte mehr so flippige Sachen an. Und sie schaute mich dann nur an und gab mir zu verstehen, und das ging hier oben rüber, also telepathisch, schaute mich selber an. Und dann schaute ich an mir runter und sah, dass ich auch ein weißes Gewand anhatte und barfuß war. Und da kam der Gedanke sofort, ich habe wirklich gedacht, Scheiße, jetzt bist du tot. Ja, man realisiert es, aber es macht mir keine Angst. Ich habe da gestanden, wie komme ich jetzt hier hin und wieso bin ich jetzt gestorben? Aber okay, es ist halt so. Und dann gab sie mir die linke Hand und wir gingen auf ein helles Licht zu, ungefähr so wie dieser Schirm. Also es blendet nicht, mattes Licht, aber es hat eine magische oder magnetische Anziehungskraft, dieses Licht, und strahlt Wärme aus und Liebe, man fühlt sich geborgen. Und wir gingen also gemeinsam auf dieses Licht zu und ich habe mich immer gewundert, ich habe keinen Boden gesehen, aber es war weich wie Watte. Aber auf Watte bin ich ja noch nicht gegangen, und da habe ich später gesagt, in einem Interview mit einer Psychologiestudentin, wie auf Ostseesand, weil Ostseesand ist auch so weich, das kenne ich, aber auf Watte geht ja kein Mensch. Und dann sind wir näher an das Licht rangekommen. Das Gefühl wurde also immer großartiger und hat einen total erfasst. Und da passierte ganz was Merkwürdiges. Ich fühlte mich, als wenn mir oben in den Kopf einer warmes Wasser reinfüllt und ich bin hohl und das warme Wasser steigt dann von den Füßen aufwärts im Körper langsam hoch. Und das war so ein unbeschreibliches Gefühl und da habe ich gedacht, wow, das ist ja der Wahnsinn. Und dann bin ich wieder zu mir gekommen. Da wusste ich wieder nicht, wo ich war. Das Licht schien durch die Rolle hindurch. Mein Gesicht war tränennass. Und ich habe gedacht, wo bin ich jetzt wieder? Dann habe ich die Augen zugemacht und habe versucht, mich da wieder hinzubeamen, sage ich mal. Aber das klappte natürlich nicht. Und das war dann zunächst mal das Erlebnis, mit dem ich fertig werden musste. Das war 5 Uhr morgens. Bin dann auch nicht mehr eingeschlafen, weil ich total fertig war von dem Erlebten. Weil das war so gewaltig, dass ich sage, ich konnte es überhaupt nicht einordnen. Kommen wir noch einmal zurück zu dieser Begegnung mit dieser Bekannten. Ja. Sie haben sie sofort erkannt. Ja, sofort. Sie sah super aus und ganz, ganz toll und jünger, viel jünger. Also in der Blüte des Lebens, sagen wir mal. Also um die 30 rum, 28, 30. Aber klar erkennbar. Ja, total klar erkennbar. Und was auch mich im Nachhinein gewundert hat, dass der Händedruck normal war. Und das ist mir heute logisch, weil ein Geistwesen und ein Mensch, da würde das Geistwesen durchgehen durch den Menschen. Aber Geistwesen zu Geistwesen ist dann praktisch wie Mensch zu Mensch. Also die Empfindung nimmt man ja mit in diese geistige Welt und das war genauso fest, der Händedruck, wie hier auf der Erde auch. Hatten Sie vor Ihrem Nahtoderlebnis an ein Jenseits geglaubt? Ja, natürlich, man lernt es, ich bin evangelisch im Konfirmandenunterricht über die Kirche und so weiter, aber so richtig konkrete Vorstellungen hatte ich nicht und habe mich da auch nicht so groß mit beschäftigt. Also meine Eltern hatten mal das Buch von Moody im Bücherschrank, da konnte ich mich dann später noch gut daran erinnern, an das Titelbild, weil ich mir das wieder gekauft habe und da habe ich gedacht, oh, das kennst du ja, aber ich hatte keine Erinnerung mehr daran, habe mich auch früher mit solchen Dingen nie beschäftigt. Und Leben nach dem Tod, ja gut, ich habe gesagt, entweder ich falle in ein schwarzes Loch oder es geht irgendwie weiter, aber jetzt konkrete Vorstellungen bin ich gehabt.
Was für eine Auswirkung hatte diese Nahtoderfahrung auf Ihr weiteres Leben? Ja, die hat alles verändert. Ich bin erst mal 3 Tage rumgerannt und wusste mich überhaupt nicht mehr, wie ich mich einsortieren sollte und war total daneben. Und dann habe ich es meiner Frau erzählt. Die hat natürlich gesagt, ja, du spinnst, du hast einen Riss in der Schüssel, du hast nur geträumt. Aber irgendwann hat sie dann gemerkt, dass da wohl was dran ist. Ne? Und zufällig, wir hatten in einer Illustrierten einen Bericht gelesen über das Buch von der Frau Mehne, Licht ohne Schatten. Und dann habe ich die Illustrierte nochmal rausgesucht, da war auch der Hinweis aufs Netzwerk Nahtoderfahrung drin. Das Buch selber habe ich mir dann gekauft und habe das, muss schon sagen, verschlungen, in 3 Stunden durchgelesen. Und das fand ich also hochinteressant. Da habe ich viele Elemente wiedergefunden aus der Nahtoderfahrung. Ich sag mal so, die Einstellung, man ist toleranter geworden, man sieht viele Dinge anders, es ist alles nicht so wichtig, materielle Dinge sind bei mir ziemlich außen vor. Also ich mache mal ein Beispiel, also es ist schön, ein Auto zu haben, um von A nach B zu kommen. Aber was das jetzt für ein Auto ist, ist eigentlich egal. Und solche Sachen, ja. Oder materielle Dinge bedeuten nicht mehr so viel, sind nicht mehr so wertig. Man ist großzügiger gegenüber anderen Leuten, die Dinge machen, die man eigentlich nicht versteht, wo man sagt, naja, aber da sagt man, gut, sollen sie halt machen, stört mich nicht mehr. Also Sie haben Ihre Einstellung zum Leben verändert. Ja, total. Wie verarbeiten Sie Ihre Nahtoderfahrung jetzt, nach dieser Zeit, wo Sie das erlebt haben? Ja, ich habe damals 2,5 Monate nach der Nahtoderfahrung mein erstes Interview einer Studentin gegeben. Danach haben sich einige Interviews angeschlossen. Und 11 Monate nach der Nahtoderfahrung habe ich meinen ersten Vortrag gehalten mit PowerPoint-Präsentation. Und inzwischen bin ich beim 15. Vortrag angelangt. Und heute das Interview ist das 10. Interview. Und ich merke, wie mit jedem Interview, mit jedem Vortrag und mit jeder intensiven Beschäftigung mit der Materie ich das besser verarbeiten kann. Das hilft mir enorm dabei. Das hilft mir ganz enorm dabei. Also ich habe ja damals geglaubt, alle sind so wie ich, weil ich kannte ja keinen, der eine Nahtoderfahrung hatte. Und habe dann gedacht, naja, das machen jetzt alle so. Und dann habe ich aber gemerkt, nee, ganz im Gegenteil, die meisten Menschen verstecken sich, die erzählen es nicht, die wollen sich nicht blamieren, die Leute lachen über sie und so weiter. Und die haben mich immer alle angeschaut, wenn ich das erzählt habe, und gesagt, ja, ich habe jetzt meinen 3. Vortrag und das 2. Interview. Ja, wie jetzt? Ich sage, ja, ich gehe damit offen um. Also ich habe da kein Problem mit, ganz im Gegenteil. Also ich merke, wie ich das verarbeiten kann. Und das scheint ja ungewöhnlich zu sein, zumindest sagen wir mal so. Was ist Ihre wichtigste Erkenntnis aus dieser Nahtoderfahrung? Was haben Sie durch diese Erfahrung gewonnen? Ja, dass es weitergeht, dass also mit dem Tod praktisch nichts endet, sondern man dann wieder dahin zurückkehrt, wo man herkommt. Ich liege ja viel wach und wenn man dann über die Thematik nachdenkt, sage ich mal, dann bin ich darauf gekommen, dass wir also Geistwesen sind, die aus dieser geistigen Welt kommen, einen Körper bekommen auf der Erde für diese Zeit hier und dann wieder als Geistwesen oder feinstofflich, wie man es nennen will, zurückkehren. Dann habe ich in einem Buch von einem französischen Philosophen einen Spruch gefunden, der deckte sich genau mit dieser Sache. Ne? Also da fühlt man sich dann irgendwo bestätigt und sagt, gut, macht auch Sinn irgendwo. Ne? Und dann durch diesen Nachtodkontakt noch habe ich mich dann mit dem ganzen Umfeld beschäftigt und beschäftige mich heute auch schon mit Reinkarnation. Passt auch wunderbar alles zusammen. Wo kommen, also wie Pim van Lommel sagt, dieses Bewusstsein bleibt praktisch, ja, und ist unabhängig vom Gehirn und vom Körper. Und das nehmen wir mit und das macht natürlich Sinn bei Reinkarnation auch. Ich habe keine Angst weder vor dem Tod noch vor irgendwas. Ich sage im Gymnasium bei den Schülern sage ich immer scherzhaft, das Einzige, was mir noch richtig Angst macht, ist, wenn ich abends den Kühlschrank aufmache und das Bier ist alle. Ne? Ja. Dann hatten wir es ja gut. Gut, herzlichen Dank für das Gespräch. Bitteschön.